Hallo AFOPS, herzlich willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Marco. Die Star Trek Welle 3 ist gelandet. Zumindest 10 Modelle davon, 10 Raumschiffe sind gelandet. Genau. Bei uns auf dem Hof, es war eine Riesenaufruhr. Von 5 kleinen Minimodellen über alle 4 Mid-Size-Modelle bis zur riesigen Defiant. Genau, und riesig ist hier Programm, genau. Jawohl. Wir wollen euch heute die 5 Minimodelle im Detail vorstellen. Aber kurz nochmal der Überblick. Also was haben wir jetzt? Wir haben die 5 Minimodelle, da kommen wir dazu. Wir haben den getarnten D7-Kreuzer. Großartig, alles transclear. Wir haben die Enterprise NX-01, fantastisch. Die Enterprise E, endlich, sehr gut. Zum 3. Mal den Bird of Prey. Ich muss gestehen, es ist immer noch mein Lieblingsraumschiff aus dem ganzen Star Trek. Und er sieht einfach auch in jeder Größe gut aus. Also es ist ein Wahnsinn. Ja? Und wir haben die große USS Defiant. Genau. So, was noch nicht eingetroffen ist, was noch kommt im Laufe der nächsten Wochen vielleicht, wenn der Delta-Quadrant mitspielt. Das sind die Voyager. Und der Delta Flyer, die sind noch im Anflug. Ihr wisst ja, 70 Jahre Delta-Quadrant und so. Aber sind aber fast da. Ja. Und dann haben wir noch das 6. Minimodell, die kardassianische Galor-Klasse. Genau. Auch noch nicht da. Ist vielleicht gerade noch in den Dominion-Schlachten wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich noch irgendwo am Fighten. Und das Gadget, das klingonische Disruptor-Gewehr, ist auch noch nicht eingetroffen. Kommt noch. Insgesamt 14 Modelle, aber 10 davon sind schon da. Sehr schön. Und um die kleinsten davon geht's heute. 5 davon stellen wir euch heute vor. Das heißt, wir stellen die größeren mal beiseite. Natürlich werden Produktvideos zu den anderen Modellen folgen. Das ist doch klar. Was haben wir denn insgesamt? Wir haben hier, die Form sagt mir was. Die Excelsior. Die USS Excelsior. Die NCC 2000 ist das, glaube ich. Das hat eine ganz coole Nummer. Es ist die NX 2000, ja. So steht es auch auf NX der... sogar. Ja, es ist eine NX, genau. Das ist quasi auch so ein Prototyp. Richtig. Okay. Deshalb funktioniert es ja dann auch. Dann haben wir die Phoenix, die den ersten Warpflug absolviert hat. Wir haben die USS Stargazer. Wir haben einen klingonischen Kreuzer der Wortschar-Klasse und einen ganz, ganz klassischen romulanischen Bird of Prey aus der klassischen TV-Serie. Der Original Series, ja. Und übrigens, ab heute sind die 10 Sets im Onlineshop verfügbar und morgen und spätestens übermorgen auch in unseren Stores. So, fangen wir vorne an. Gucken wir uns das erste Modell mal genauer an. Ja, das ist, wie gesagt, die Excelsior. Die ist aus dem 3. Film. Ja. Aus Search for Spock. Jawohl. Und es ist das Schiff, das dann die Verfolgung aufnimmt und die Enterprise verfolgt und kläglich dabei scheitert, weil der Antrieb sabotiert wurde. Ja, mit dem Transwarp-Antrieb. Und irgendwie ein gewisser Montgomery Scott hat da auch an der Excelsior gearbeitet und irgendwie musste er ein paar Teile vergessen haben. Der war da nicht unbeteiligt, ja. Und ich habe mir damals, als Kind, habe ich mir in dem Film schon gedacht, das fliegt ja los und dann gibt's so ein Geräusch und dann hält das an. Also hat eigentlich Schub nach vorne, dann hält es aber mitten im Weltraum an. Richtig, ja. Und da dachte ich mir schon, also irgendwie eigentlich, wenn jetzt der Antrieb ausfällt, das driftet doch weiter. Müsste eigentlich weiter driften, aber vielleicht haben die ja so Flugassistenzsysteme, die dann quasi das Raumschiff anhalten. Wer weiß das schon? Wer weiß Hauptsache das schon. ist, die Verfolgung konnte nicht aufgenommen werden. Also hier ist es sehr schnell unterwegs, mit Transwarp vielleicht sogar. Es ist aber auch nicht der einzige Film, in dem das Schiff auftaucht, wenn ich mich nicht irre. Star Trek 6, das unentdeckte Land, kommt da nicht Kapitän Zulu mit der Excelsior geflogen, um die Enterprise Das wäre jetzt eine Frage für unseren Niklas. Der würde da ja jetzt wie aus der Pistole geschossen antworten. Ich meine, es ist nämlich die Excelsior. Da haben wir doch diesen klingonischen, ständig Shakespeare zitierenden Kapitän, der diesen Prototypen hat, diesen Bird of Prey, der getarnt feuern kann. Aber war das die Excelsior? Ich glaube, es ist auf jeden Fall so ein Modell. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin mir ziemlich sicher, es war die Excelsior.
Dann ist sie nämlich in Teil 3 aufgetaucht und in Teil 6 Captain Zulu, ja. nochmal. Und auf der Excelsior, auf dem Excelsior-Typ, basiert dann ja auch die Enterprise B. Und die ist immer ganz am Anfang zum Treffen der Generationen, wo es, die Filme sind alt, wo es den Herrn Kirk aus dem Schiff heraus... Richtig, ja. Treffen Generations war ja das, wo es ihn quasi dahin rafft. Ja, mehr oder weniger. Aber verschwindet dann aber halt auch nicht, genau. Wie nannte sich das? Ist das Energieband? Hieß das nicht auch irgendwie Nexus oder ja, so? Nexus, genau. Ja. Richtig. Wir haben hier 131 Teile und laut meiner kleinen Preisliste kostet das Set 10,95 €. Ja. Jawohl. Und auch jetzt sage ich wieder mal, ich finde, das ist ein sehr schönes Schiff. Also sowohl die Vorlage als auch unser Modell ist sehr schön geworden. Viele sehen das ja anders, aber mir hat das schon immer gut gefallen. Und ja, wollte ich nur noch mal dazu sagen. Ja, hat eine ganz spezielle Form. Kann man natürlich in dem Format, in der Größe nur annäherungsweise dieses Halbrunde schaffen. Aber haben wir gut hingekriegt. Für die Teile, für die Teilemenge, für das Format, finde ich, ist es gelungen. Genau. Und hier seht ihr dann auch noch mal die Anleitung dazu. Ja, das ist jetzt ein Heftchen. Ihr kennt das ja schon. Also die vorherigen Bauschritte sind immer verblasst dargestellt. Diesmal haben wir, glaube ich, nur Heftchen, keine ja, genau. Diesmal haben wir bei allen Minimodellen nur Heftchen, also keine Faltblätter. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt absichtlich so gemacht haben oder ob das mit der Teilezahl jeweils zusammenhängt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir dieses Mal keine Faltblätter haben. Jawohl, dann fliegt die Excelsior weiter und das nächste ist die Phoenix. Die Phoenix, genau. Die Phoenix, jawohl. So. Zefram Cochrans erstes, oder beziehungsweise generell das erste warpfähige Schiff der Menschheit, gebaut aus einer ehemaligen Atomrakete. Und ich weiß gar nicht, wie lange er gebraucht hat, um genug Titan für das Cockpit zusammenzukratzen. Das wird im Film auch erwähnt. Also es kommt in Star Trek, das ist 8, gell? Star Trek 8 ist das. First Contact kommt das vor. Das ist quasi der Startschuss für alles, was darauf gefolgt ist. Ne? Und wenn das Schiff startet, ne, sind diese Warp-Gondeln ja noch eingeklappt. Genau, also es ist ja eine Rakete. Es startet als Rakete. Genau, aus einem Atomraketensilo heraus. Startet als Rakete und oben im Weltraum fährt es dann diese Warp-Gondeln aus. Genau. Und dann geht's rund. Rock'n'Roll, Baby. Und dann kommt es zum ersten Warpflug. Und während des ersten Warpflugs kommt tatsächlich ein Schiff der Vulkanier in der groben Gegend vorbei. Auf deren Sensoren taucht die Phoenix auf. Und damit wird den Vulkaniern klar, holla, diese primitive Erdenzivilisation. Die Schimpansen sind soweit. Die haben gerade den Warpflug entdeckt. Sie sind soweit, um einen Schritt hinaus in den Alpha-Quadranten zu machen und sie wurden damit zu einer Spezies, die es wert sind, kontaktiert zu werden. Ja, richtig. Das ist also ein ganz, ganz unfassbar wichtiger Moment in diesem Star Trek-Universum für die Menschheit. Dauert dann zwar noch etwas über 100 Jahre, bis dann die Menschheit tatsächlich mal aus den Kinderschuhen entlassen wird von den Vulkaniern. Das seht ihr in Enterprise, dass es da noch wohl so ein paar Reibungspunkte gibt, sage ich mal. Aber damit ging's los. Und das Verrückte an diesen ganzen Zeitreisethematiken ist ja, man könnte sich jetzt im Nachhinein ja fragen, haben die Vulkanier die Phoenix gesehen oder haben sie die Enterprise gesehen, weil die flog da ja auch. Ja, stimmt. Aber die Enterprise hat sich ja quasi, haben die sich nicht irgendwo versteckt? Ich weiß. Ja, also es sollte ja irgendwie. Also sie haben es auf jeden Fall nicht gesehen. Ist ein schöner Film, ist ein spannender Film, ein Film, in dem auch beispielsweise das Phasergewehr Typ 3 zum Einsatz kommt aus der zweiten Welle, weil ja an Bord der Enterprise auch so ein paar blinde Passagiere sind. Da ist ein bisschen was los. Ja, ist ein sehr, sehr schönes und für das Star Trek-Universum wichtiges Raumschiff. Und hier haben wir den Karton dazu. Hier steht auch Star Trek First Contact. Ja. Das ist richtig. Das stimmt. Ja, das seid ihr ja gewohnt. Steht auch immer auch auf der Namensplakette mit drauf. Ja.
Auch da wieder eine Anleitung als Heftchen. Genau. Und auch hier gewohnt gut. Ja. Ne? Also und für dieses zentrale Modell des Star Trek-Universums müsst ihr ganze 9,95 € investieren. Unfassbar. Es hat damals wahrscheinlich ein bisschen mehr gekostet. Ich glaube, das hätte damals ein bisschen mehr gekostet. Wobei ich nicht weiß, ob die überhaupt noch hatten. Hätten sie theoretisch noch Geld gehabt, aber das war ja direkt nach dem Atomkrieg oder so. Wir reden gerade über damals, aber es ist ja in der Zukunft. Entschuldigung, in der Zukunft. Es wird ja erst, wann ist das? 2050 oder 2063? Ich weiß es gar nicht mehr. So rum irgendwie. Also in nicht allzu ferner Zukunft. Hoffen wir mal, dass es nicht so kommt. Also das mit dem Warp-Antrieb ist zwar spannend, aber bitte nicht das mit dem Atom. Nee, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir definitiv nicht. Womit geht's weiter? Ich habe jetzt hier auf meinem Anleitungsstapel geht's weiter mit der Stargazer. Die Stargazer. Auch ein wichtiges Schiff. Auch ein wichtiges Schiff. Da bin ich jetzt nicht so firm wie du. Warum ist das wichtig? Weil das erste Kommando von Jean-Luc Picard gewesen ist. Also das war praktisch das erste Schiff, auf dem er Captain war. Das hat er dann zwar verloren, wie ich mir von Niklas habe sagen lassen, in der Schlacht von Maxia. Und da gibt's auch eine ganz interessante Episode. Er findet dieses Schiff nämlich wieder. Also es wird dann irgendwie, glaube ich, ein Funksignal aufgefangen. Und dann fliegen sie halt hin und stellen fest, oh mein Gott, das ist die Stargazer. Und da wird er quasi von einem Ferengi-Kapitän in einen Hinterhalt gelockt, dessen Sohn er bei eben dieser Schlacht von Maxia leider aus dem Leben genommen hat. Und der will sich rächen, indem er Captain Picard mit dieser Stargazer anlockt, in der Hoffnung, dass er quasi mit der Stargazer die Enterprise zerstört. Wir wissen alle, das wird aber nichts. Und am Ende wird die Stargazer abgeschleppt und wieder repariert. Was dann mit ihr passiert ist, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Aber ich vermute mal... Hätten sie theoretisch für die Picard-Serie reaktivieren können, das wäre schöner gewesen als so der ein oder andere sonstige Plotpoint. Ja. Naja, gut. Aber schickes Modell. Ja. 4 Gondeln. Sieht cool aus. Ich weiß, die Stargazer, die gab es auch an Bord der Enterprise D dann irgendwie so als Modell. Ich glaube, es war eines der Modelle, die in Gold an der Wand hingen. Ja. Sehr schick. Okay, die Stargazer, auch die hat natürlich einen Karton und die hat einen größeren Karton. In Ordnung. 220 Teile. Hier steht Star Trek Next Generation. Das ist richtig, klar. Also wie auch auf der Namensplakette. Genau. Immer passend, das haben wir jetzt bei den ersten 2 Modellen noch nicht dazu gesagt, immer passend natürlich auch der Stand. Ja? Also der ist passend zur Ära. Ihr seht hier, das ist der TNG-Stand. Bei der Phoenix ist es das Sternenflottensymbol, auch wenn es zu dem Zeitpunkt noch keine Sternenflotte gab. Hat es noch 107 Jahre oder so gedauert. Ja. Richtig. Gut, das Modell kostet 14,95 €. Genau. Und hier auch nochmal die Anleitung dazu. Also das Aufklappen schenke ich mir jetzt mal. Ihr seht ein schönes Heftchen mit einem schönen Bild. Ja. Sehr cool. Kommen wir zu etwas Außerirdischem, zu Klingonen. Genau. Ich liebe Klingonen. Und das ist ein richtig großer Kreuzer schon, ne? Nicht das größte, aber er ist groß. Aber auf jeden Fall größer als so ein Bird of Prey. Ja, deutlich. Also die Voyager-Klasse. Das ist vielleicht nur so. Die Voyager-Klasse. Ich hole die mal hier so runter. Modern, also Next Generation, kein TOS-Design. Das wäre dann so eine D7-Klasse oder so. Das Schiff kenne ich unter anderem aus dieser genialen Doppelfolge Der Weg des Kriegers, mit der meiner Ansicht nach Deep Space Nine so richtig Fahrt aufgenommen hat. Ist das die Folge, wo dann die klingonische Flotte auf einmal vor der Tür steht und Deep Space Nine sich dann verteidigen muss? Genau. Die Doppelfolge, wo Cisco die anderen warnt, wir haben unsere Waffensysteme aufgerüstet. 5000 Photonentorpedos dabei. Die glauben das dann aber nicht. Auf den Sensoren, das sind Warp-Schotten, das stimmt alles nicht. Und dann fängt die Station dann so dermaßen um sich zu ballern. Das war... Ja, also ich meine, es endet natürlich im Nahkampf auf der Station, weil es sind Klingonen, das muss im Nahkampf auf der Station enden. Aber da sieht man auch solche großen Kreuzer. Ja, die Form, diese Schrägen hier und so finde ich gut getroffen. Das Sandgrün passt natürlich zu all den anderen klingonischen Schiffen.
Sehr schick. Und natürlich haben wir hier auch wieder das Symbol des klingonischen Imperiums. Ja, hier haben wir wieder einen kleineren Karton. 183 Teile. Auch hier steht Next Generation. Was völlig richtig ist. 12,95 € kostet das Set. Genau. Und auch dieses Set kommt mit einer schönen Anleitung. Ja. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Und zu guter Letzt gehen wir nochmal, immer noch in die Zukunft, aber auch irgendwie in die Vergangenheit. In die vergangene Zukunft. In die vergangene Zukunft, in die Zeit von Captain Kirk und der alten Serie. Ja. Der alte, ein richtig schön alter, klassischer, romulanischer Bird of Prey mit dieser Vogel... Richtig, mit dieser Raubvogel drauf, Bemalung auf der... Ist es die Unterseite, ist es die Oberseite? Es ist die Unterseite, tatsächlich. Weil hier ist quasi die Brücke. Richtig, ne? Genau. Also das ist tatsächlich die Unterseite. Das Schiff hat halt nach oben stehende Flügel. Ja. Ja, und da gab es auch eine, wie ich finde, ziemlich abgefahrene Episode. Ich hatte das in dem Video mit Niklas schon erwähnt. Es ähnelt einem Film mit... Also wo das Gleiche praktisch mit einem U-Boot und einem Schlachtschiff mehr oder weniger stattfindet. Die verstecken sich, weil die natürlich getarnt sind, und die Enterprise wendet halt die ein oder andere Taktik an, um sie dann doch ausfindig zu machen. Und das Interessante in der Folge fand ich, dass der Darsteller des romulanischen Captains ist auch der später dann Sarek spielt, also Spocks Vater. Ah. Ja. Ist derselbe Schauspieler, hat halt nur was anderes an, und dann ist er auf einmal ein Vulkanier anstatt ein Romulaner. Aber gut, da vergehen dann auch nochmal 20 Episoden, von daher hat man es wahrscheinlich schon vergessen, aber der aufmerksame Zuschauer hat es natürlich gesehen. Ja, und du bist natürlich ein aufmerksamer Zuschauer. Ja, ich guck's gerade. Also momentan gucke ich gerade wieder TOS und ja. Ja, hervorragend. Es sind 238 Teile und hier steht einfach nur Star Trek. Das ist das Symbol der klassischen Serie. Genau, richtig. Passt also. Und auch hier wieder die Anleitung dazu. Ihr kennt es mittlerweile. Ein schönes Heftchen. Und wo haben wir den Preis? 14,95 €. Ja, damit sind wir bei insgesamt 5 von 6 Minimodellen. Die kardassianische Gala-Klasse wird noch folgen. Und wenn die auch eingetroffen ist, haben wir dann insgesamt bereits 18 Minimodelle. Schreibt mal in die Kommentare. Wer von euch sammelt die eigentlich alle? Und wer sagt, das ist cool, das nehme ich, und das ist cool, das nehme ich? Und falls ihr es sammelt, wie präsentiert ihr es? Habt ihr irgendwie ein Regal, wo die so, oder so ein Setzkasten, wo die alle reinpassen? Das muss dann mittlerweile ein großes Regal sein. Ja, und ich meine, also sollte es noch eine 4. Produktwelle geben, ich weiß sowas ja nicht, ja, und du weißt sowas ja auch nicht, dann wären ja vielleicht auch wieder weitere 6 Minimodelle dabei. Vielleicht macht es ja Sinn, schon mal nach dem Regal Ausschau zu halten. Ja. Also, vielleicht. Wissen wir nicht. Genau, wer weiß sowas schon. Nee. Ja, cool. Wir werden euch natürlich zeitnah auch noch Produktvideos zu den Midsize-Modellen und zur Defiant und dann natürlich auch zum Rest der Serie, wenn die Modelle eingetroffen sind, zeigen. Ich bin ja immer noch gespannt. Die hat irgendein geheimes Feature, das mir offiziell noch nicht verraten wurde. Bist du noch nicht eingeweiht worden? Naja, ich hab's mir mal ein bisschen genauer angeguckt. Ich glaube, ich weiß schon, was es ist, aber cool auf jeden Fall. Auf der Destination Star Trek haben wir es tatsächlich einmal vorgeführt, weil jemand danach gefragt hat. Für alle anderen, die dort nicht waren oder das dort nicht gesehen haben, zeigen wir es natürlich dann im Produktvideo. Klar. Ja. Destination Star Trek war ja die erste Gelegenheit, tatsächlich alle Modelle der Welle mal in den richtigen Farben zu sehen. Genau. Ich war nicht dabei, und nachdem ihr so viel Cooles darüber erzählt habt, bereue ich es. Es war phänomenal. Bitterlich. Ja. Aber für heute war es das damit aus dem Alpha-Quadranten und dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. So ist es. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ja. Was meinst du, wenn die aufeinander losgehen würden?
Oh, also okay, dann sie scheidet ja Sie hier schon mal ist ganz raus, aus. ja. Also die ist ja schon mal weg. Wenn die aufeinander losgehen würden, denke ich tatsächlich, würde die Watcher-Klasse gewinnen, weil die hat einfach, die ist viel größer als alle anderen, hat massiv Firepower. Wobei, wenn Captain Zulu hier drin sitzt. Ich meine, die sind natürlich schon ein Jahrhundert später, also das ist schon ein bisschen unfair. Na, aber das muss ja nichts heißen. Ja. Ne? Also ein fähiger Captain führt sein Schiff zum Sieg. Also ich würde sagen, eine von den beiden. Ja, wahrscheinlich.